Ich hoffe, da kommen keine weiteren Fragen zu. Das war die letzte besprochen. Also ich habe früher immer so Pippi Langstrumpf geliebt. Was war das erste Wort deiner Kinder? Nein. Immer dieses woran hat's gelegen? gelegen und Okay. sowas. Darf ich als Bayern-Spieler wahrscheinlich gar nicht so laut sagen. Willkommen in unserem EM-Studio zum ersten Close-Up mit Joshua Kimmich. Joshua, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin schon gespannt, was wir jetzt machen. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum, sondern fangen gleich an mit unserem Fragensturm. Sprich, ich stelle Fragen, du antwortest möglichst schnell. Na, das ist klar. Ich hoffe, die sind nicht so zu schwer, aber Kriegen wir schon hin. Sonst wäre es langweilig. Sonst schneiden wir es raus. Wie sieht ein perfekter Tag aus? Ja gut, 8 Uhr aufstehen, das wäre schon mal perfekt, wenn die Kinder ausschlafen. Oder meinst du jetzt hier? Nee, generell. Generell. Frühstück mit der Familie, dann ins Training fahren, hoffentlich das Trainingsspiel gewinnen, dann nach Hause und Zeit mit der Family verbringen. Krass, dass du in den perfekten Tag Training integrierst. Hätte ich, glaube ich. Ach so, ja gut, ein Urlaubstag startet wahrscheinlich trotzdem auch um 8 Uhr mit einem Familienfrühstück. Das ist natürlich die Frage Strandurlaub oder Berge. Ich glaube, ich bin lieber in den Bergen. Vielleicht ja, ein bisschen Sport machen, ein bisschen wandern gehen auf eine coole Hütte. Ja, das ist schon was mir gefällt. Klingt deutlich entspannter als die erste Version. Ja. Kaffee mit Milch oder ohne? Ja, Espresso oder Cappuccino? Eher Cappuccino. Was ist deine größte irrationale Angst? Boah. Also Fliegen, darüber mache ich mir nicht so viel Höhenangst. Gedanken, muss ich sagen. Nee, Keines hab ich jetzt nicht so Angst vor. Klingt nach einem glücklichen Leben. Ja. Welches Lied hörst du zur Motivation? Eigentlich immer das, was so bei uns in der Kabine läuft. Ich bin jetzt nicht so der sich selber irgendwie da in die Stimmung bringt mit eigener Musik, sondern ja, ich motiviere mich irgendwie anders, nicht so viel mit Musik. Was läuft aktuell in der Kabine? Da musst du andere fragen, da bin ich Okay. nicht so der, ich achte da nicht so drauf. Bin ich froh, dass wir keinen Musikquiz gemacht haben. Ja, ich hoffe, da kommen keine weiteren Fragen zu. Das war die letzte besprochen. Wenn du bei einer Fernsehsendung mitmachen könntest, welche würdest du wählen? Tatort, glaube ich. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich würde gerne fliegen können. Wenn du bei einem Quiz eine Kategorie wählen könntest, in welchem Themengebiet würdest du am besten abschneiden? Wahrscheinlich Sport, Fußball, irgendwas. Ansonsten wird schon eng. Was war dein größter Fehlkauf? Ich glaube mal so ein Gucci-Gürtel, den ich mir mal andrehen habe lassen vom Serge, da war ich mit dem unterwegs. Da würde ich sagen, das war mein größter Fehlkauf, weil den hatte ich nie wirklich um. Welche Alltagssituationen nerven dich am meisten? Ja, wenn die Kinder unzufrieden sind. Kommt es oft vor oder sind sie grundsätzlich ruhig? Nee, grundsätzlich ist es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Haben wir ganz gut im Griff. Zum Schluss noch, was würden deine Mitspieler über dich sagen? Bezüglich was? Bezüglich deiner Person, Spieler inklusive Charakter. Ja, neben dem Platz glaube ich, dass ich schon locker und humorvoll bin. Auf dem Platz wahrscheinlich eher ehrgeizig und teilweise verbissen. Wir haben natürlich investigativ recherchiert und würden uns mal anschauen, was Na, deine okay. Mitspieler Bin ich über mal dich gespannt, ob gesagt sich haben. das jetzt deckt. Also was ich jetzt nur sagen kann, ist, dass ich noch nie einen Menschen kennengelernt habe, der wahrscheinlich so ehrgeizig ist wie er, was ihn natürlich auch auszeichnet und ihn auch dahin gebracht hat, wo er ist. Ist immer hungrig, egal ob er gerade einen Titel gewonnen hat oder ja, das Spiel gewonnen hat, er will halt einfach sofort wieder auf den Platz. Jo ist so flexibel und kann sich so gut an so viele Positionen anpassen, dass er gefühlt fast überall spielen kann. Außer jetzt vielleicht auf den Flügeln, aber... Gibt es eine Position, die er nicht spielen könnte, deiner Meinung nach? Ja, auf jeden Fall vorne auf dem Flügel. Also für 1 gegen Da sind 1 sie sich reicht einig. nicht mit dem Tempo und den wenigen Finden, die er drauf hat. Ja, es hat sich ja jetzt viel auf das bezogen, was auf dem Platz passiert. Ja, auf dem offensiven Flügel sehe ich mich jetzt auch nicht unbedingt für offensiv, so wie es der Serge gesagt hat, da bin ich vielleicht nicht variantenreich genug. Das überlasse ich dann lieber ihm und Leroy. Es gibt natürlich noch einen weiteren Spieler, der sich zu dir geäußert hat, was wir uns auch mal anschauen würden. Der Jo ist ja generell eigentlich ein bisschen ruhiger als ich, aber ich glaube, wenn es dann wirklich was zu feiern gibt, dann lässt das auch raus und da hat er mich schon ein bisschen überrascht. Also der kann schon auch eine Nacht durchzaubern. Wie sieht für dich die perfekte Partynacht aus? Ja, erstmal, dass wir natürlich davor was gewinnen, am liebsten einen Titel. Wir hatten eigentlich eine ganz coole Feier, nach dem Double war das in Berlin. Da waren wir dann in so einer Bar, Club, so eine Mischung. Ich bin nicht so der Fan vom Club, weil da kannst du dich dann gar nicht mehr unterhalten.
und das ist dann zu laut, aber so diese Mischung, die war ganz gut. Das Wichtigste ist einfach, die richtigen Leute um sich herum zu haben. Und dann steht einer langen Partynacht nichts im Weg. Klingt super. Wir spielen noch ein zweites Spiel. Heißt, lange ist's her. Reisen ein bisschen durch die Zeit, testen dein Langzeit- oder eventuell auch noch Kurzzeitgedächtnis und fragen so ein bisschen deine ersten Erlebnisse ab. Und beginnen mit deinem ersten Trikot. Das war mein erstes Trikot. Das war ein Dortmund-Trikot, darf ich als Bayern-Spieler wahrscheinlich gar nicht so laut sagen. Schwierig. Von Thomas Rositzky damals. Freiburg ist von meinem Elternhaus nicht weit, da waren wir im Stadion. Und ja, nach dem Spiel hat dann mein Papa mir ein Trikot von Dortmund gekauft. So lief deine Führerscheinprüfung. Eigentlich recht solide. Das Einzige war am Anfang, wollte er, dass ich mal das Fernlicht anmache. Da habe ich direkt mal Scheibenwischanlage angemacht und Spritzwasser. Da war es ist es in Stocken geraten. Ansonsten, ich glaube, 1-2 Mal abgewürgt habe ich beim Einparken. Aber ansonsten war es okay. Also ich bin direkt beim ersten Mal durchgekommen. Bist du ein guter Autofahrer? Ich würde sagen schon, ja. Also bisher Würden das hatte ich noch andere keinen auch Unfall. sagen, Ja, oder? ich glaube schon. Okay, super. Ich hoffe. Generell, Also relativ entspannt, auf jeden Fall. generell ein Prüfungstyp. Also warst du nervös? Bist du jemand, der dann die Nacht davor nicht schläft und dann... Nee, das nicht. Schon angespannt, aber irgendwo finde ich es auch ganz cool, immer wieder so diese Challenge zu haben. Das war mein erstes Länderspieltor. Das war in Norwegen. Am 4.9.2016. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Deshalb hatte ich das erste Mal richtig Ärger mit meinen Eltern. Boah, wahrscheinlich, weil ich irgendwas angestellt habe. Ja, ich habe mal mit einem Kumpel haben wir von einem Nachbarn den Keller unter Wasser gestellt. Da haben wir so den Schlauch vom Garten haben wir da reinhängen lassen und das Wasser angemacht. Da waren wir noch sehr jung, sehr dumm und da gab es dann richtig Ärger. Gab es so Hauptstreitpunkte bei euch? Eigentlich gar nicht. Also meine Eltern oder unsere Eltern haben mich und meine Schwester eigentlich relativ locker erzogen. Also wir durften viel, aber es wurde sehr viel Wert auf Zuverlässigkeit, Anstand, Benehmen und auch Ehrlichkeit gelegt. Das war mein erster Urlaub alleine. Das war, glaube ich, in die Türkei mit ein paar Freunden. War gut. War sehr gut, ja. Da haben wir gerade unser Abitur gemacht. Das war die erste Serie, die ich durchgesuchtet habe. Ich bin halt nicht so der Seriengucker, aber Haus des Geldes, würde ich sagen, war so das, was mich am meisten gepackt hat. Was hast du in der Kindheit geschaut? Was hat man da geguckt? Also ich habe früher immer so Pippi Langstrumpf gelebt Okay. und wenn dann auf ZDF Michel aus Lönneberger und sowas kam, was gab's noch? Heidi und solches Zeug. Das war aber Kika alles immer. Ist das alles Kika? Ich glaube, das waren die ganzen... Dann Nils Holgersson, Ja, aber das war zu traurig mit dem Fuchs und Schweben. Und Pinocchio. Ja, das sind so die Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Das war das erste Wort deiner Kinder. Nein. Ist es das immer das häufigste noch, oder? Nee, also die Kleine kann noch nicht sprechen. Und der andere, eigentlich würde ich fast sagen, am öftesten Mama. Das war die erste Schlagzeile, die dich richtig aufgeregt hat. Es war einmal über mich, da waren wir bei der U21 und da bin ich danach zu Bayern gewechselt und da wurde ich über Bastian Schweinsteiger gefragt und habe dann gesagt, ja, dass ich mich freue, mit meinem Jugendvorbild zusammenzuspielen, aber dass wir dann ab der neuen Saison ja auch in einer gewissen Art und Weise Konkurrenten sind und das wurde dann sehr, Okay. sehr hoch Ja. gepusht. Da habe ich mich schon drüber geärgert. Das war dein erster Stadionbesuch. Ja, mit meinem Papa beim VfB Stuttgart. Ich weiß nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen Schalke. Das war ein glorreiches 3-0 noch damals für den VfB. Das war dein erster Berufswunsch. Ich glaube, ganz früher war es mal so, wollte ich mal Arzt werden. Ansonsten hinten raus, während meiner Schulzeit, hätte ich ganz gern auf Lehramt studiert dann und Lehrer. Okay, ich würde sagen, das war es schon noch ganz kurz zum Schluss. Weil Interviews und Interviewfragen ja immer so ein bisschen ein spezielles Thema sind, dachte ich, drehen wir den Spieß mal ein bisschen um und du sagst einfach, welche Frage du gerne gestellt bekommen würdest und irgendwie noch nie gestellt bekommen hast. Ist keine schlechte Frage. Was mich oft bei Menschen interessiert, ist so, was sie motiviert und antreibt. Also gerade im Spitzensport oder dann auch noch extremer bei den Einzelsportlern. Gerade bei uns im Mannschaftssport ist es ja einfacher, wenn man auch mal mitgezogen werden kann. Aber gerade im Einzelsport, wenn ich mir die Tennisspieler und so anschaue,
ja, frage ich mich oft so, was treibt denjenigen an oder was motiviert den? Was würdest du sagen, wenn ich sage, jetzt kannst du mir die Dinge nennen, die dich motivieren? Ja, mich motiviert auf jeden Fall der Spaß daran zu haben, mit einer Mannschaft erfolgreich zu sein. Also mich motiviert schon sehr dieses Miteinander. Jetzt selber eine gute Leistung zu bringen und dann zu verlieren, ist für einen persönlich vielleicht irgendwo okay, aber das ist was für mich trotzdem sehr unbefriedigend ist. Gerade so dieses Zusammen was zu erreichen, ist was mich auf jeden Fall motiviert. Was ist die schlimmste Frage? Ja, normal immer so nach dem Spiel sind dann immer halt die Fragen, immer dieses woran hat's gelegen okay. und sowas. Ja, das sind so eigentlich die nervigsten Fragen. Super, dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit und euch vielen Dankeschön. Dank fürs Zuschauen.